Mein Mann hat sich diese Kulturtasche mit 2 Reißverschlüssen gewünscht und das machen wir heute. Willkommen auf meinem Kanal, ich bin die Babs und auf diesem Kanal bekommst du gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Und heute habe ich etwas, das ich so auch noch nicht gemacht habe, nämlich diese Kulturtasche mit 2 Reißverschlüssen. Mein Mann hat sich die gewünscht und zwar hat er so eine Kulturtasche, die ist ihm aber zu klein, da passen immer nur so Pröbchen rein. Und er wollte unbedingt dieses Design mit 2 Reißverschlüssen. Ich sag's gleich vorweg, das ist ein bisschen frickelig zu nähen. Und es ist bei mir innen die Einfassung mit dem Schrägband auch nicht so geil geworden, wie es sein könnte. Das liegt daran, dass ich das so auch noch nicht gemacht habe. Aber ich sag's ganz ehrlich, es ist innen, niemand sieht es und ich habe auch sehr, sehr festen Stoff benutzt. Ich habe den wasserfesten Stoff von Amazon benutzt, das hat sich mein Mann gewünscht, denn da haben ihm die Farben gut gefallen. Das verlinke ich natürlich in der Infobox. Wenn man da einen etwas weniger störrischen Stoff nimmt, dann wird man sich mit Sicherheit auch leichter tun. Das Schnittmuster gibt es in meinem Online-Shop zum Download. Einfach bestellen, dann kommt ein Link und dann kann man sich das runterladen. Da ist natürlich auch nochmal eine bebilderte Schritt-für-Schritt Nähanleitung dabei. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an und ich arbeite heute das erste Mal mit 2 Kameras. Deswegen lass mir gerne mal ein Feedback da, ob das Bild irgendwie anders ist, ob es besser ist, ob es schlechter ist. Und wie dir das gefällt mit 2 Kameras, mit 2 Ansichten. Würde mich interessieren, denn wer das Video hier gesehen hat, weiß ja, dass ich relativ viel Geld mal wieder in was Neues an Technik-Equipment gesteckt habe. Und jetzt schauen wir uns aber die Kulturtasche an. Mein Mann hat sich hier ein Band gewünscht und einen Haken. Ich hätte ja eine Öse reingemacht, damit man es vielleicht tatsächlich irgendwo hinhängen kann. Mein Mann wollte aber den Haken, das habe ich ihm natürlich überlassen, was er sich da aussuchen möchte. Ich habe hier noch diese relativ martialischen breiten Reißverschlüsse gehabt und die genommen. Da könnte man mit Sicherheit auch ein wenig dünnere nehmen, aber für mich hat das jetzt so auch funktioniert. Dann habe ich hier einen Klettverschluss, damit das Ganze auch zu bleibt. Den kann ich hier einmal aufmachen, kann das aufziehen, deswegen auch das Band, da hat sich mein Mann diese Kordel gewünscht. Und dann kann ich die hier aufklappen und habe hier natürlich eine wahnsinns große Öffnung und irre viel Platz. Wir haben das ausprobiert, es passt sein Shampoo in Originalgröße rein, sein Duschgel, seine Bürste und noch die ganzen Kosmetiksachen, die mein Mann tatsächlich so hat. Also hier Bartzeug und Haargel und er ist sehr reinlich, finde ich gut. Und das passt hier tatsächlich alles rein, weil das super groß ist. Und innen sind die rohen Nähte, das geht nicht anders, wenn man das so näht, mit Schrägband versäubert. Ich finde, das funktioniert hier ganz gut von der Optik her, also es stört mich nicht. Wie gesagt, man hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen schöner nähen können, aber ich glaube, das sieht mein Mann nicht mal. Das wird ihm gar nicht auffallen, wenn ich es ihm nicht sage. Ja, und dann kann ich die hier wieder zumachen, mache mein Klett dran. Und dann kann ich die auch irgendwo hinhängen mit dem Aufhänger. Und das ist super cool. Das Schöne daran ist, dass hier der Deckel wirklich ordentlich genäht ist. Sprich, also hier habe ich keine rohen Kanten, die ich irgendwie einfassen muss. Ich habe hier den Klett nur auf der Unterseite und hier den Klett nur auf der Oberseite. Da ist also hier auch keine Naht. Entsprechend auch hier der Reißverschluss eingenäht und auch der Deckel an sich ist hier sauber eingenäht. Und dann habe ich hier ein komplettes Teil und muss nur noch die Seiten einsetzen. Und da habe ich dann natürlich rohe Kanten, die ich dann eben mit diesem Schrägband versäubere. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Aber, bevor es losgeht, gibt es noch eine XXL-Shop-Ankündigung. Und zwar kann ab jetzt vorbestellt werden. Und zwar habe ich
ganz viele Bügelbilder für Kinder, für Erwachsene. Ich habe Labels für Kinder, für Erwachsene. Zum Teil passen die Bügelbilder zu den Labels. Also man kann sich da sogar T-Shirt und Tasche oder Rucksack für Kinder passend gestalten. Ich habe ein paar neue Schnittmuster im Onlineshop. Die kann man jetzt einfach so schon runterladen. Also auch, die muss man auch nicht vorbestellen. Und jetzt wird's cool. Ich habe das hier im Onlineshop. Das ist Schnittmuster auf Stoff. Ich habe die hier als Probestücke bestellt und noch ein bisschen was geändert. Aber vom Prinzip her wird es so sein. Und zwar habe ich hier für meinen Kulturwürfel, das ist der Kulturwürfel, mehrere Varianten designt. Das ist innen, weil das wasserfester Stoff ist, und wenn ich das innen aus wasserfestem Stoff mache und es läuft bei so einer Kulturtasche mal was aus, kann man das einfach abwischen. Und außen hatte ich zuerst diesen Baumwollstoff bestellt. Den wollte ich mal ausprobieren. Der ist mir dann doch ein bisschen zu leicht gewesen. Entsprechend habe ich das nochmal angepasst. Also das ist hier dieser Baumwollstoff außen. Ich habe das jetzt nochmal angepasst auf Canvas, dass das ein bisschen fester ist. Was habe ich noch angepasst? Diese Schlaufen hier, das war zu schmal. Das war alles eher frickelig und musste man sehr knapp nähen. Das hat mir nicht gefallen. Das sind jetzt große Schlaufen, und zwar hier und hier. Die kleinen Labels haben sich nicht so bewährt. Die habe ich jetzt rausgeworfen aus dem Muster. Und dafür gibt es mehr große Labels, die jetzt allerdings auf dem wasserfesten Stoff mit aufgedruckt sind. Da sind die auch ein wenig farbstärker und brillanter. Man sieht das hier. Da ist das einfach ein bisschen kräftiger von der Farbe. Und es wird beim Kulturwürfel 2 Taschen in Kontrastfarbe und einmal in Außenstofffarbe geben. Also ob man hier eine Kontrastfarbe mit aufbringt, die Tasche, oder ob man die Tasche in derselben Farbe macht oder so wie hier einfach beides. Das bleibt jedem selber überlassen. Und natürlich die Labels, aber dann eben aus dem wasserfesten Stoff. Die Labels müssen mit einem Zickzack oder Satinstich angenäht werden, damit das dann ordentlich hält, denn auch der wasserfeste Stoff ranzt ganz leicht aus. Aber ich habe natürlich nicht nur dieses Design, ich habe mir nur 2 bestellt, es gibt noch mehr. Ich habe auch ein Wassermotiv gemacht, das hier ist in grün, das gibt es auch noch mal in blau. Das sieht dann so aus, mit der etwas helleren Tasche oder mit der gleichen Farbe. Und innen immer in diesem wasserfesten Stoff, sodass das hier abwaschbar ist. Der Kulturwürfel kam super an, ihr habt den ganz oft runtergeladen und ich dachte mir, da könnte ich doch noch irgendwie was Cooles anbieten. Wer das vorbestellt, bekommt den Außenstoff, den Innenstoff zum selber ausschneiden, mit den Schlaufen und den Labels aufgedruckt und natürlich einen Reißverschluss dazu. Und dann kannst du dir den Kulturwürfel ohne Kleben, ohne Schnittmuster ausdrucken, einfach so selber nähen. Du bekommst dazu natürlich eine Anleitung, die kommt nach dem Bestellen per E-Mail zum Runterladen. Die kannst du dir dann direkt schon abspeichern und von mir bekommst du dann den Rest, Außenstoff, Innenstoff, Reißverschluss, wo alles aufgedruckt ist. Nachdem ich das bestellt hatte, dachte ich mir, ich mache das auch noch für die Boxy-Bag. Es gibt jetzt auch noch die Boxy-Bag als aufgedrucktes Schnittmuster, allerdings komplett aus Canvas. Für ein paar Stifte oder ich benutze Boxy-Bags super gerne für so Nagelfeilen und anderes Nagelzubehör. Dann habt ihr euch die Stoffe gewünscht, auch in Canvas. Das heißt, es gibt eine neue Kategorie und ihr könnt die Stoffe jetzt auch in Canvas vorbestellen. Es gibt natürlich auch ein paar neue Designs. Ja, und das ist relativ viel. Also ich habe wirklich sehr viel vor mich hingezeichnet. Ich habe jetzt in letzter Zeit wenig genäht, was an meiner Gesundheit lag, aber auch an der Hitze in diesem Zimmer zum Teil. Und entsprechend habe ich ein bisschen mehr anders Kreativität ausgelebt und habe sehr viel gezeichnet.
Deswegen es sind wirklich sehr, sehr viele Bügelbilder, sehr, sehr viele Labels, ein paar neue Stoffe und die Schnittmuster auf Stoff. Und ich glaube, das ist wirklich cool und da ist wirklich für jede was dabei. Ich würde mich super freuen, wenn du reinschaust und mal guckst, ob was für dich oder deine Kids oder Enkel dabei ist und wenn du vorbestellst. Es läuft wieder wie letztes Mal, die Vorbestellung geht Zeitraum X. Ich werde das auf jeden Fall dazu schreiben, also du wirst das auf der Online-Seite lesen. Wenn die Vorbestellungen durch sind, dann schaue ich, was in welcher Menge vorbestellt wurde und lasse das produzieren, um einmal die Kosten im Rahmen zu halten und zum anderen eine völlige Überproduktion zu vermeiden. Dann werde ich, wenn das da ist, das wird etwa 2 Wochen dauern, die ganzen Vorbestellungen abarbeiten. Und wenn das erledigt ist, wenn alle Vorbestellungen rausgegangen sind, dann werde ich gucken, was an mehr da ist. Das ist ja immer Meterware, das heißt, da wird auch mal was quasi über sein zu dem, was vorbestellt wurde, werde ich das online stellen. Und dann kann natürlich danach das, was zu viel war sozusagen, auch noch geordert werden. Ich würde mich mega freuen, wenn du reinschaust. Ich habe da sehr, sehr viel Herzblut und Liebe in die Designs gesteckt. Aber ich bin auch schon am nächsten Release dran. Ich habe mir nämlich noch was anderes in den Kopf gesetzt, was ganz anderes in den Kopf gesetzt. Das werde ich mir jetzt einmal mitbestellen zum Ausprobieren, ob das so passt, wie ich mir das gedacht habe. Und da gibt es dann später ein Update dazu. Das wird noch eine Weile dauern. Ich will mir das jetzt erstmal anschauen, aber ja, ich habe mir viel vorgenommen. Sagen wir es mal so. Sei gespannt. Jetzt aber geht's los. Jetzt nähen wir die Kulturtasche und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video. Wir sehen uns am Ende nochmal kurz. Du brauchst Stoffe für innen und außen, 2 Reißverschlüsse, ein Schrägband, ein Gurtband, Klettverschluss, eine Kordel und einen Haken oder eine Öse. Ich habe mir das Schnittmuster geklebt, ausgeschnitten und dann die Stoffe zugeschnitten. Als erstes brauche ich ein Deckelteil und meine Reißverschlüsse. Ich lege ein Maßband an und 6 cm von einem Rand weg lege ich meinen Reißverschluss so, dass der Zipper bei diesen 6 cm angeht. Also nicht das Stück Stoff, was noch übersteht, sondern der Zipper und gucke, wie lang dann mein Reißverschluss sein muss und schneide mir den zu. Entsprechend der Länge von diesem Reißverschluss schneide ich mir den zweiten auch zu. Als erstes schneide ich mir das Stück Klett für den Deckel zu, und zwar 5 cm lang. Und das platziere ich einmal mittig und 2 cm vom Rand weg. Und zwar auf das innen liegende Deckelteil. Falls du innen und außen verschiedene Farben hast, du brauchst jetzt das Teil, das später innen liegen soll. Dann steckst du dir das mittig fest und nähst da einmal außen rum. Jetzt brauche ich das Deckelteil ohne den Klett. Da schaut die rechte Seite nach oben und ich lege die rechte Seite, also die Zähne des Reißverschlusses, nach unten, sodass Reißverschluss und Deckelteil rechts auf rechts liegen. Dabei ist der Reißverschluss hinten, wo wir ihn abgeschnitten haben, bündig mit dem Deckelteil und vorne stehen diese 6 cm über. Man könnte jetzt hier noch das Stück Stoff, das übersteht, wegschneiden. Ich habe das nicht gemacht, ist mir später aufgefallen, man könnte das aber wegschneiden, dann würde das später nicht quasi überstehen. Und wenn ich mir die beiden Reißverschlüsse festgesteckt habe, lege ich das zweite Deckelteil drüber. Dabei schaut die rechte Seite nach unten, sodass die Stoffe wieder rechts auf rechts liegen und der Klett ist auf der Seite, wo wir diese 6 cm abgemessen haben, wo also kein Reißverschluss mehr ist. Jetzt kannst du die Klammern eine nach der anderen lösen und wieder feststecken. Dabei müssen die 3 Stoffe, also der Innenstoff, der Reißverschlussstoff und der Außenstoff, bündig liegen. Dann einmal von hinten, vorne und wieder nach hinten rumnähen und dabei hinten offen lassen. Wenn da rumgenäht ist, kannst du die Ecken schräg abschneiden, damit die beim Wenden nicht im Weg sind. Dabei bitte nicht die Naht verletzen. Und ich habe auch die Nahtzugabe ein kleines bisschen eingekürzt. Und jetzt können wir das Ganze erstmal wenden. Die Ecken habe ich dann mit Hilfe eines Holzstäbchens ausgeformt. Das geht je nach Stoff, den man genommen hat, leichter oder schwerer. Und wenn ich da beide Ecken ausgeformt habe und das ein Stoff ist, den ich bügeln kann, dann sollte ich ihn jetzt bügeln.
Und dann steppen wir das Ganze einmal ab, damit das schön liegt. Jetzt brauche ich die Reißverschlussblenden. Die werden jetzt rechts auf rechts gelegt und der Reißverschluss dazwischen. Dann stecke ich das wieder alles fest, sodass das hinten mit dem Ende des Reißverschlusses und die Kanten oben bündig sind. Nähe da wieder mit dem Reißverschlussfuß drüber, klappe das links auf links und steppe das ab. Jetzt brauche ich mein Gurtband. Ich habe mir das auf 15 cm Länge zugeschnitten, dazu gibt es aber auch ein Schnittteil. Fädel meinen D-Ring oder Haken auf und lege das hinten, wo die Reißverschlüsse enden, auf meine Taschenklappe auf die rechte Seite, also das, was später oben ist, und stecke mir das mittig fest. Jetzt brauche ich mein langes Bodenteil. Das wird jetzt hinten bündig mit unserem Gurtband und Reißverschluss aufgelegt, und zwar mit der rechten Seite nach unten. Und von unten kommt das zweite Teil natürlich mit der rechten Seite nach oben, so dass jetzt wieder die beiden langen Stoffe rechts auf rechts liegen und mein Deckel dazwischen liegt. Hinten, wo mein Gurtband und meine Reißverschlüsse enden, muss alles bündig liegen. Das stecke ich mir fest. Ich nähe da drüber und setze 2 Nähte, einfach damit die Reißverschlüsse ein bisschen verstärkt sind. Dann kann ich mir das Ganze links auf links klappen und nochmal absteppen. Jetzt biege ich meinen Boden einmal unten rum, stecke mir den ein wenig über dem Ende des Reißverschlusses fest, klappe mein Deckelstück weg, sodass ich sehe, wo mein Klettverschluss endet. Da muss der nächste anfangen. Und jetzt kann ich mir das mit dem Stift markieren und dann den Klett nur auf dem äußeren Stoff festnähen. Jetzt wird der überstehende Deckelteil einmal weggeklappt. Ich habe das später noch ein Stück weiter nach innen gemacht. Das kann man also gleich so machen. Und dann werden die Bodenteile nach vorne umgeklappt, sodass die wieder rechts auf rechts liegen. Also eins oben auf dem Deckel, eins unten auf dem Deckel und die beiden rechten Seiten sehen zueinander. Jetzt kann ich das mit der Reißverschlussblende bündig feststecken, so dass das vorne bündig ist. Da steht jetzt das Stück Reißverschluss über, das ist so richtig. Und dann nähe ich da einmal drüber und nähe das komplett zusammen. Also auch über die Strecke, wo jetzt kein Stoff dazwischen liegt. Den überstehenden Reißverschluss kann ich jetzt kürzen und wenn ich das möchte, auch die Nahtzugabe noch ein bisschen begradigen. Dann kann ich das Ganze wenden, sodass die beiden langen Stoffe, also der Boden, links auf links liegt. Und jetzt kann ich mir das wieder ordentlich legen, den Deckel ein wenig aus dem Weg stecken und kann die Kante, die wir eben zusammengenäht haben, einmal absteppen. Jetzt müssen wir das Ganze wieder wenden, sodass die linke Seite außen liegt. Sprich, dass uns die Deckelinnenseite anschaut. Denn jetzt müssen die Seitenteile rein und da wollen wir die Nahtzugabe ja innen haben. Dazu werden jetzt für jede Seite 2 Seitenteile links auf links gelegt. Das ist jetzt wichtig. Und jetzt nehme ich hier die Kante von der Rundung und lege die hinten an meine Naht an. Und da stecke ich mir als erstes die gerade Strecke zusammen. Und da müssen jetzt alle 4 Stoffe bündig liegen. Die beiden Reißverschlussblenden, die sollten ohnehin ordentlich aufeinander liegen. Und die beiden Seitenteile. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das leicht um die Rundung legen und wieder die Gerade feststecken, wieder die Rundung und so weiter, bis ich einmal rum bin. Wenn das ein bisschen zu streng geht, ich hätte es besser auch gemacht, ich sage es ganz ehrlich, weil der Stoff einfach recht streng ist, dann bietet es sich an, die Rundung noch ein bisschen einzuklipsen innerhalb der Nahtzugabe. Ja, wie gesagt, hätte ich besser gemacht, habe ich nicht gemacht, mache ich ja irgendwie nie und ärgere mich immer hinterher, also mach du es besser. Und wenn das alles festgesteckt ist, wird das innerhalb der Nahtzugabe einmal rundum festgenäht. Jetzt muss nur noch das Schrägband um diese rohen Kanten rumgelegt und rundum festgesteckt werden. Ich habe mich hier für ein sehr breites Schrägband entschieden, weil das einfacher ist mit Annähen, weil da kann man ein bisschen weiter innen nähen und erwischt auf jeden Fall beide Seiten. Wer da ein Crack ist, kann das natürlich auch schön machen. Ich habe es mir halt einfach gemacht, ihr kennt mich ja. Ergebnis zählt. Und das habe ich jetzt rundum gesteckt und einfach drüber genäht. Und das Einzige, was zu beachten ist, damit das später nicht ausfranst, am Ende, wo ich wieder auf meine Kante treffe, habe ich das ein wenig überlappend abgeschnitten und ein bisschen nach innen gebogen,
sodass ich eine schöne Abschlusskante habe. Das mache ich auf beiden Seiten und ja, so sieht das dann aus. Jetzt muss ich das Ganze nur noch wenden. Sollte man vergessen haben, die Reißverschlüsse aufzumachen, ist das kein Problem. Durch den Klett kriegt man die trotzdem auf, man kommt rein. Und jetzt muss ich das Ganze einmal drehen und die Ecken, je nachdem, ne, welcher Stoff es ist, geht es leichter oder schwerer, wie immer, ein bisschen ausformen und nach innen drücken. Jetzt muss nur noch die Kordel an die Zipper. Da habe ich ganz easy peasy 2 Knoten gemacht und habe die ordentlich festgezogen. Man könnte das natürlich auch besonders schick mit Schrumpfschlauch machen, vielleicht beim nächsten Mal. Und die Länge würde ich nicht zu lang und nicht zu kurz wählen. Das ist jetzt natürlich eine blöde Aussage, ne? Das hilft euch nichts. Also ich würde es nicht ganz straff ziehen, ich würde so einen kleinen Bogen lassen, aber auch nicht zu viel. Und ja, jetzt ist es fertig und so sieht's aus und ich finde, es ist ganz cool geworden. So, ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video und konntest allen Schritten folgen. Eigentlich ist es nicht besonders schwer. Es ist einfach nur mit diesem Schreckband ein bisschen frickelig. Jetzt habe ich aber noch was. Und zwar habe ich von meinen Probepaneelen, von den vorbestellten hier für die Kulturtasche, zum Ausprobieren noch einige übrig, denn es ist Meterware. Und auch wenn die natürlich noch angepasst wurden von mir, wie man sieht, man kann sie vernähen, man muss die Baumwolle auf jeden Fall verstärken. Und die würde ich gerne verlosen. Deshalb schreib mir mal #Kulturwürfel in die Kommentare, wenn du Bock auf so ein Panel hast. Ich schaue, wie viele ich noch habe und verlose die dann. Wer ein Panel bekommt, dem schreibe ich drunter, dass er mir eine E-Mail schreiben soll mit meiner E-Mail-Adresse. Bitte. Und da hat sich die Boxyback verabschiedet. Bitte dann auch mir schreiben und die Adresse zusenden, damit ich das rausschicken kann. Eine Info hätte ich fast vergessen. Ich gehe jetzt 4 Wochen in die Sommerpause. Ich habe das mehr als nötig. Dieses Video hier entsteht wirklich kurz vor knapp. Ich werde ein bisschen nach Bayern fahren, da werde ich die Kamera mitnehmen, denn da habe ich einen sehr, sehr spannenden Termin, auf den ich mich seit Monaten inzwischen freue und sehr gespannt bin, was ihr dazu sagt. Aber ich möchte auch einfach Urlaub machen. Ich möchte mit meinem Mann unsere Wäschekammer neu machen. Ich kriege nämlich einen Trockner. Yay! Ich möchte einiges zu Hause machen und einfach ausspannen. Einfach mal nichts machen und erstmal wieder ein bisschen nähen und so. Ich bin in den letzten 6 Wochen meinen Videos wirklich hinterhergerannt. Und es war einfach immer sehr, sehr knapp und sehr, sehr stressig. Und dazu kommt extrem Stress, gerade in der Arbeit. Das heißt, es ist gerade alles ein bisschen viel. Und ich brauche diese 4 Wochen Urlaub. Ich brauche die, um ein bisschen Content vorzuproduzieren, um einfach mal wieder in Ruhe was auszuprobieren. Ich habe mir Lutherlo-Schnitte rausgesucht, die ich nähen möchte und schon Stoff bestellt. Ich habe noch ganz viele Ideen und wollte mal gucken, was ich davon umsetze oder umsetzen kann. Aber ich brauche diese Zeit auch einfach, dem Ganzen nicht mehr hinterher zu rennen. Deswegen wird es jetzt 4 Wochen kein Video geben. Ich hoffe, du bleibst mir trotzdem treu und klickst nicht sofort auf Deabonnieren, denn es kommt ja danach wieder was. Aber auch ich bin nur ein Mensch und ich brauche Urlaub. Eventuell gibt es mal zwischendurch ein spontanes Live, aber ich verspreche nichts. Ansonsten würden wir uns in 4 Wochen wieder sehen. Ich würde mich freuen, wenn du mir treu bleibst und die Pause einfach auch benutzt, ganz viele machen ja jetzt Pause, um dich auf die Terrasse zu legen, ein Eis zu essen und einfach die Zeit offline zu genießen. Jetzt bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.